Die Limited Edition ist da, ja, von Bürstner T726G, 726G in der Limited Edition. Ja, es ist richtig kalt, 14. Dezember 2020. Ja, wir nehmen uns mal die Zeit und schauen uns mal das Fahrzeug an, ganz genau. Und die Länge, wir haben vorher übrigens, verweise ich nochmal auf ein anderes Video, den T690G, haben wir uns gerade eben angeschaut. Längsbetten und Hubbett. Und was uns jetzt hier erwartet, da bin ich mal sehr gespannt, denn auch hier von der Länge her plus minus das Gleiche. Das sind die technischen Daten, wie hier steht 66.800 €, diesmal auf Fiat, 2,3 Liter M-Jet mit 3,5 Tonnen, 120 PS und Ausstattung hier mit 165 PS, also in der Ausstattung jetzt 66.800 €, in der Grundausstattung für knapp 60.000 € mit dem kleineren Motor. So, schwarze Markise schon montiert. Tolles Wetter haben wir heute. Die ganze Zeit geregnet und heute fange ich an zu drehen und siehe da, die Sonne kommt raus im Dezember 2020. Das ist das Heck mit Rückfahrkamera und wir gehen mal rein. Bin mal sehr gespannt, was uns da erwartet. Eine XL große Aufbautür, so viel kann ich schon mal sehen. Sehr, sehr breit. Schwarz getönte Scheiben. Mit 2 Haltern mit drin. Sehr praktisch. Habe ich immer vermisst. Und hier nochmal der Möglichkeit, ein bisschen Müll unterzubringen. Fliegengitter natürlich integriert. Einer ganz niedrigen Stufe, sodass ich also keine ausfahrbare Stufe brauche, und einem braunen Design. Das fällt direkt mal auf. Limited, das Ganze glitzert ein kleines bisschen hier. Ist also so kleine Glitzerfäden sind mit eingebaut. Sieht also ziemlich weihnachtlich fast aus. Ja, braun mit weiß, das steht im Auto gut. Hat ja immer so ein bisschen Angst. Naja, wie wirkt denn so ein Braun auf das gesamte Fahrzeug? Aber das funktioniert gut. Diesmal ein breites Hubbett in der Mitte. Bei dem Vorgängermodell war das Hubbett sehr, sehr schmal, aber es war auch ein bisschen kürzer, das Modell. Und diesmal auf Citroën-Basis dieses Fahrzeug hier mit eingebauten großen Navi von Pioneer und DAB. Und das gleiche Fahrzeug oder ein ähnliches Fahrzeug gibt es dann auch auf Fiat-Basis. Sitze. Kann ich mal kurz zeigen. Auch hier habe ich ein tolles Design, Limited, mit Stoff und Leder und den Peugeot-Motor hier eingebaut. Statt dem Fiat-Motor auf Basis Citroën. Alles mit Leder bezogen. Auch das haben wir eben schon gesehen. Die Größe vom Hubbett hier diesmal viel größer. Breite 1,80 Meter fast. Und ich habe hier die komplette Fahrzeugbreite hier für das Hubbett. Hier habe ich da meine Sitzgruppe und klassisch mit 2 Anschnallplätzen hier auf der Seite. Also ein echtes 4-Personen-Fahrzeug mit Silberapplikationen mit drin, also recht edel. Der Küche mit mittleren Maßen. Das ist okay. Also ich denke für 4 Personen, weil sich ja doch sehr viel auch draußen abspielt. Aber auch hier hätte ich jetzt im Winter gar kein Problem, mal etwas längere Zeit hier drin zu verbringen, denn es ist wirklich alles drin, was ich brauche. Und das Thema Hubbett, hier oben sieht man es, die Integration vom Hubbett ist wirklich sehr gelungen. Die Stehhöhe, ich bin 1,83, also bestimmt noch 10 cm Platz drunter, dass auch sehr große Personen sich hier wohlfühlen. Und wenn man so das Ganze sieht, dann denkt man gar nicht, dass hier ein Hubbett mit drin ist. So, also das Hubbett füllt hier komplett den ganzen Platz aus und lässt sich dann problemlos runterfahren. Interessant immer, dass ich auch immer wieder noch drunter durchkomme. Das heißt, der Notausgang ist gewährleistet hierbei. So, die Schränke sind im Hubbett eingelassen, genauso wie die Lampen, dass ich noch genug Licht habe. Hier ist die Notentriegelung drin. Und dort habe ich das System mit meinen Bändern, was ich stufenlos auch verstellen kann und dann auch stoppen kann mittendrin. Das ist das Bürstner Kontrollsystem. Gerade mal anmachen.
das Licht. Und hier wäre dann der Platz für das Fernsehgerät, das noch nicht montiert ist. Hier sind schon alle Anschlüsse da. Auch die 230 Volt Steckdose. USB ist hier an der Seite, dass wenn ich hier am Ausgang mein Handy laden möchte und ein Tablet, das kann ich. Großer Haltegriff. Und die Integration, Thema Kaffeemaschine, das ist ein Espresso natürlich. Die Kapseln dürfen nicht fehlen. Gibt es mittlerweile auch kompostierbar, habe ich selbst im Einsatz, also muss nicht immer mit Aluminium sein. Kaffee schmeckt auch sehr gut. Kann man bestellen. Und bei Amazon habe ich es gesehen. Kompostierbare Kaffeekapseln. Hier ist ein kleiner Halter fürs Handtuch. Großer Schrank mit dabei. Und auch hier ein nettes Detail. Hier kann ich die Küchenrolle reinlegen, dass die dann nicht rumfliegt. Fenster, 3 Flammen Kocher und noch ein großer Schrank dann über dem Feld. Ja, große Überraschung gibt es hier nicht, aber eine tolle Raumaufteilung. Ich habe ein Längsbett, doch ein Längsbett hinten, ausziehbar mit Schränken jeweils unter dem Bett drunter, den ganz großen Tedford, der sehr, sehr hoch ist und der unten diese Getränkebox mit drin hat, damit möglichst wenig Kälte dann entweicht. Drüber Platz für eine kleine Mikrowelle. So, gucken, gibt es wirklich in der Größe. Das ist ganz lieb, wenn ich mal Landstrom habe. Und großer Kleiderschrank. Mal hier und hier der Kleiderschrank. Mit noch einem Fach hier drunter für Schuhe, die ich dann hier drunter stellen kann. Dann Haken und ein Bad. Jetzt in dem Fall kein Raumbad, aber ich kann es komplett abschließen, sodass ich also in meinem Bad mich vereinzeln kann zumachen, kann hier auf Toilette gehen. Hier habe ich dann einen großen Schrank nochmal, kann ich Sachen reinmachen. Und die Dusche. Das Ganze ist angeordnet als Schwenkbad, das sage ich euch nochmal ganz kurz. Also dabei sieht man ja fast alle Bäder als Schwenkbad ausgestattet. Hier kann ich dann zumachen. An der Seite habe ich dann noch einen Vorhang. Und hier ist die Verriegelung für das Schwenkbad. So, einfach öffnen, ziehen. Und dann habe ich meine Dusche komplett nur zum Duschen da. Mache vorne noch den Vorhang zu, eine Sache von einigen Sekunden. Und problemlos dann benutzbar. Brauche ich es denn nicht mehr, mache ich einfach zu. Und habe dann mein Bad wieder komplett. Ja, Platz ist hier wirklich satt. Richtig viel, also dass selbst Leute mit langen Beinen haben gar kein Problem. Und angrenzend direkt dazu ist dann der Längsbettbereich mit großer Liegewiese. Auch hier keine große Überraschung. Man zieht raus. Übrigens ist hier in dem Polster auch noch dieses Silber mit eingearbeitet. Überall sieht ganz schick aus. Und hier kommt dann die Auflage drauf. Oder ich ziehe sie ein. Dann komme ich an die Schränke auch problemlos ran, dass ich mich nicht groß aufs Bett krabbeln oder dass ich nicht aufs Bett krabbeln muss, um hier oben an die Schränke ranzukommen. Auch hier habe ich die wichtigsten Sachen natürlich mit drin. USB-Ladestationen auf dieser Seite hier. Hier kann ich also das Handy ablegen, oben drauf und dann auch direkt aufladen. Und auf Wunsch kann man natürlich auch hier nochmal einen Fernseher installieren, wenn man das denn möchte. Ja, sehr klassisch, aber bestimmt bei ganz vielen beliebt. Gucken uns gleich nochmal die Ausstattung an. In derweil zeige ich euch nochmal gerade den ganzen Raum in langsamer Kamerafahrt. Und das ist dann der Bereich Küche. Hier oben übrigens die Einstelleinrichtung fürs Hubbett. Und der Küchenblock nebst
Aufgang dann zum Hubbett. Schöne indirekte Beleuchtung mit drin, großes Raumgefühl und hier können dann auch 4 Personen die Zeit verbringen, wenn das Wetter mal ein bisschen schlechter ist. Ja, rundum gelungen. Bürstner. Auch alles eine Frage des Preises, 66.800 Euro. Das ist für das ausgestellte Modell. Ich gucke mal gerade, dass ich scharf kriege. Augenblick. Da ist es, na? Wirst du scharf? Jetzt. So, das ist das ausgestellte Modell. Und hier sieht man also nochmal, das ist die Sonderausstattung, die mit eingebaut ist. Und das ist der Endpreis, 66.800 Euro. Wir sind im Freistaat in Sulzemoos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Limited 726G, die SEO Time von Bürstner. Tschüss.